Erstmal möchte ich was zum Trailer von Assassin's Creed Shadows sagen. Denn da gab es einige Probleme, die einfach nicht unbedingt zu übersehen waren. Also anfangs gibt es zum Beispiel eine Szene am Schrein, da sieht man diese schreintypischen Gesten, also mit Verbeugung und Händefalten. Allerdings sieht man noch da den Rauch der Weihrauchstäbchen. Und da stimmt schon mal etwas nicht. Denn, wie gesagt, das ist ein Schrein. Der Schrein gehört zum Shintoismus. Und die Weihrauchstäbchen werden nur in den Tempeln eingesetzt, also Buddhismus. Das wird einfach nicht gemischt. Das war schon eigentlich mehr oder weniger immer so und auch im 16. Jahrhundert. Natürlich kann auch sein, dass dieser Rauch vielleicht von irgendwie Süppchen kommt oder so, aber das ist in der Szene sehr unwahrscheinlich. Und dann bei der Szene mit dem Daimyo Nobunaga. Der Raum ist schon ein bisschen komisch. Die Tatami-Matten sind einfach so quadratisch. Außerdem sind die Ränder unglaublich dick. Dazu sieht es auch noch so aus, dass alle im Caesar sitzen, also Sitzart. Bisschen komisch. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich für so eine Audienz. Und der größte Punkt ist, dass da viele auf diese Tatami-Ränder sitzen. Also hätten sie das wirklich in Anwesenheit des Daimyos gemacht, wären sie danach sehr wahrscheinlich hart bestraft worden, denn das ist einfach ein Unding. Das sind japanische Manieren, dass man diese Ränder nicht drauf tritt oder darauf setzt, da die ja Abgrenzung der Besucher und des Gastgebers darstellen. Oder es kann auch sein, dass da auch so Hausembleme und sowas drauf sind. Und da darf man einfach nicht drauf gehen. Das ist ein Tabu. Dann trägt Yasuke ganz normal in der Stadt seine volle Ausrüstung, mit dem Helm auch noch. Und ja, die Naue, die Shinobi, mit einem Schwert am Rücken. Sie läuft auch locker durch die Stadt und überreicht Yasuke eine Botschaft. Also nichts wäre eigentlich auffälliger als so ein Outfit in der Stadt. Das ist schon ein bisschen seltsam. Und in einer Kampfsequenz bei der Naue in ein Schloss eindringt, sieht man auch, dass viele ihre Helme mit auffälligen Formen tragen. Dass alle Wachen so etwas trugen, ist auch sehr unüblich. Aber eventuell war das ja auch so ein besonderes Schloss nur mit besonderen Wachen meine ich. So jährliche Konferenz der Anführer oder so. Und dass selbst die Wachen namhaft Krieger waren. Okay, glaube ich nicht so ganz. Aber egal. Weil, also diese Punkte haben mich auf jeden Fall gewundert, weil ich ja eigentlich hörte, dass Assassin's Creed auch wirklich historisch total akkurat ist und dass da wirklich unglaubliche Recherche gemacht wird. Und wenn die, historische Genauigkeit keine große Rolle spielen sollte, wäre das völlig okay, als Fantasy-Japan zu verkaufen, weil ich mag einfach solche Darstellungen, die einfach nicht so viel mit der Realität zu tun haben. Also was sieht man auch sehr viel bei Cyberpunk-Spielen. Also ein typischer Fehler wäre auch natürlich, wenn man Sa und Chi auf den Schildern so verwechselt oder wenn man das Wort Lamen nimmt, also das mit dem Verlängerungsstrich, und wenn man das Wort vertikal schreibt, bleibt dieser Strich immer noch horizontal. Das ist immer verkehrt. Und es gibt Vitamine, die Japaner nur durch solche unterhaltsamen Fake-Japan-Darstellungen zu sich nehmen können. Daher würde ich mich freuen, wenn natürlich solche Darstellungen weiterhin beibehalten werden. Aber wenn es bei diesem Game um akkurate, historisch genaue Darstellungen gehen soll, wäre ich froh, wenn sie hier und da einige Sachen ändern könnten. Aber die neulich gezeigten Gameplay-Videos waren schon echt cool. Vor allem die Sequenz mit Naue. Richtig schön stealthy. Aber das Hauptthema des Videos ist allerdings nicht dieser Trailer und auch nicht das Gameplay-Video, sondern der eine Hauptcharakter, Yasuke. Yasuke ist jemand mit afrikanischer Abstammung, der in der Kriegerzeit als Sklave nach Japan kam und aufgrund seiner Hautfarbe sehr stark aufgefallen ist. So interessierte sich Nobunaga, einer der mächtigsten Feudalherren Daimyo Japans, für ihn. Yasuke wurde entlohnt und durfte Nobunagas Schwert tragen. Also nicht damit er das nutzen kann, sondern als Gepäckträger. Aber auch das
war schon damals wirklich was Besonderes. Bei Honnoji no Hen, ein Ereignis, bei dem Nobunaga durch den Verrat seines Untertans Akechi Mitsuhide gestorben ist, war Yasuke an Nobunagas Seite. Nach dem Tod von Nobunaga wurde Akechi Mitsuhide freigelassen. Danach weiß man nicht mehr, was passiert ist. Er hat etwa ein Jahr lang Nobunaga gedient. Eine mysteriöse Person. So, und in diesem Video möchte ich ganz objektiv sagen, was ich in den letzten Wochen herausgefunden habe und was hierbei problematisch ist. Punkt 1. Viele Infos über Yasuke basieren auf Yasukes Wikipedia-Einträge. Allerdings war vieles davon fehlerhaft. In vielen Texten oder Werken wird gesagt, dass Nobunaga Yasuke die Position des Samurais gegeben hat und ihn irgendwann zum Tono-Feudal hermachen wollte. Denn so stand lange in Wikipedia. Angefangen hat das so im Jahr 2012 im Oktober. Als er überzeugt war, dass er tatsächlich dunkelhäutig war, schätzte Nobunaga diesen schwarzen Mann und nahm ihn zu sich, nannte ihn Yasuke, gab ihm eine Kriegerposition und hielt ihn in seiner Nähe. 8 Monate danach, da kam etwas Detail hinzu, dass Nobunaga mit Valeriano verhandelt hat, um Yasuke Nobunaga zu überlassen und dass er Yasuke offiziellen Bushi-Status gegeben hat. Bushi ist eine allgemeine Bezeichnung für Leute, die ein Schwert tragen durften. 2 Jahre später wurde der Text wieder überarbeitet. 22. Juli 2015. Hier kam noch ein Satz hinzu. Der letzte Satz sagt, dass im Jahresbericht der Jesuiten über Japan steht, dass Nobunaga Yasuke gefiel und dass Nobunaga ihn in Zukunft zum Tono, Schlossherr, machen wollte. Mit einer Quellenangabe, der Jahresbericht der Jesuiten über Japan. Natürlich habe ich die Quelle überprüft, also ich habe mir diesen Jahresbericht besorgt und ihn durchgelesen. Da steht nur drin, es gibt Leute, die sagen, dass Nobunaga ihn zum Tono machen wird. Und nicht, dass Nobunaga gefiel Yasuke und wollte ihn eines Tages zum Tono, Klammer Schlossherr, machen. Davon ist nirgends die Rede. Das war also nur ein Gerücht von anderen Leuten und nicht die Aussage von Nobunaga selbst. Dieser Wikipedia-Eintrag kam am 22. Juli 2015 und seitdem blieb diese jahrelang einfach stehen, weil sich auch kaum jemand für Yasuke interessiert hatte und deswegen auch nie jemand gemerkt hatte, dass hier irgendwas nicht stimmt. Also eigentlich ein Standard-Wikipedia-Problem. Und zur Position eines Kriegers oder Samurais steht auch nichts in der Quelle drin. Es steht lediglich nur, dass er honoriert wurde. Dazu später etwas genauer. Punkt 2. Der Historiker Lockley. Es gibt einen Historiker namens Thomas Lockley. Er hat dieses Buch auf den Markt gebracht, Yasuke, The True Story of the Legendary African Samurai. Ein über 400 Seiten starkes Werk zum Thema Yasuke, das in Zusammenarbeit mit einem Autor entstanden ist. Das war sehr unterhaltsam, gut geschrieben. Dieses Buch wird als Quelle von zahlreichen Yasuke-Artikeln, Videos und Erzählungen benutzt. Mit unzähligen Quellenangaben sieht es recht glaubwürdig aus. Allerdings kann ich auch nach Überprüfung sagen, dass viele Quellen nichts mit Yasuke selbst zu tun haben, denn echte Quellen über Yasuke, davon gibt es nicht so viel. Außerdem wurde sehr viel hineininterpretiert, vieles auch ohne Quellen, dennoch wird das Buch von vielen als Non-Fiction wahrgenommen und die meisten Leser glauben, dass der Inhalt der Wahrheit entspricht. Auch der Historiker Lockley gibt auch selbst zu in den Interviews, dass sehr vieles aus Vermutungen entstanden sind, wie zum Beispiel dieses Interview. Core things about Yasuke himself, they were there. That was what I read in 2009 when I found his first story. There was nothing else extra. And when we make the informed research-based assumptions, that was also the work that I did. Die Kernpunkte über Yasuke waren bereits vorhanden. Das war das, was ich 2009 gelesen habe, als ich diese erste Geschichte gefunden habe. Es gab nichts weiteres und wenn wir die fundierten, auf Recherche basierende Vermutung machten, was auch die Arbeit war, die ich gemacht habe. Hier und da war etwas kreative Freiheit erforderlich, aber so weit wie möglich ist es ein Tatsachenbuch, das sich wie eine Fiktion liest, denn Yasukes Geschichte ist so unglaublich, erzählt Lockley dem Tokyo Weekender.
Obwohl das Buch auf primären Quellen basiert, musste Lockley eine Menge forschungsbasierter Vermutungen anstellen, um die Erzählung zu vervollständigen. The Japan Times. Also hier wird auch nicht klar, wie viel kreative Freiheiten eingesetzt wurden, aber wenn ich meine kreative Freiheit nutze, möchte ich vermuten und sagen, sehr viel kreative Freiheiten. Denn über Yasuke gibt es wirklich nur wenige verlässliche Quellen. Also ich zeige euch mal, was für Quellen es eigentlich so gibt. Auf 3. 1, 2, 3. Damit habt ihr eigentlich fast alles gesehen. Aber durch kreative Freiheiten entstand die erzählerische Version von Yasukes Geschichte. Viele der Medien schrieben Artikel über ihn, basierend auf dem Inhalt des Buches von Thomas Lockley. Hier mal einige Beispiele. Zitat aus dem Roman. Nobunaga betrachtete den afrikanischen Krieger aus nächster Nähe. Er berührte seine Haut, rieb sie. Schwarz war die Farbe. Wenn man an solche Dinge glaubte, was Nobunaga nicht tat, der Götter und Dämonen, nicht der Menschen. Nobunaga hatte zuvor einen solchen Gott Daikoku im Kiyomizu-Tempel gesehen, nur einen kurzen Spaziergang entfernt, und die schützenden Wächterdämonen an den Toren der meisten Tempeln waren oft dunkelhäutig. Schwarz oder tiefburgunderrot. Von Daikoku hört man in keiner Quelle. Das wurde im Roman hinzugefügt. Daraufhin wurde die Story bei CNN erweitert. So. Da heißt es, oder glaubte, Yasuke sei entweder ein Wächterdämon oder Daikoku, ein Gott des Wohlstands, der im Tempel normalerweise durch schwarze Statuen dargestellt wird. Ansonsten findet man auch solche Einträge. Müsst ihr nicht alles genau durchlesen, aber es geht um Nobunagas Seppuku, das viele auch als Harakiri kennen. Da wird erwähnt, dass Yasuke mit Nobunagas Kopf fliehen sollte bzw. geflohen ist. Auch mit Zitat von Lockley. Allerdings gibt es davon gar keine richtige verlässliche Quellen. All diese im Buch angegebenen Quellen deuten nicht darauf hin. In Lockleys Buch steht drin, there is no evidence for Yasuke's having taken Nobunaga's head, however, Oda family lore has it so. Also steht da, es gibt keinen Beweis, aber die Überlieferung der Familie Oda besagen das. Mündliche Überlieferung, wenn überhaupt, der Familie Oda. Denn diese Aussage ist eigentlich auch sehr dubios. Dazu sage ich gleich etwas mehr. Es gibt ein anderes Buch, das in Japan erschienen ist, auch von Thomas Lockley. Das kam ein paar Jahre früher raus als die englische Geschichtsromanfassung. Das hat Faktenteil und Romanenteil. Und der Romanteil ist wohl das, was er angefangen, aber lange nicht vollendet hatte. Lockley sagt im Interview von Tokyo Weekender folgendes. Obwohl es damals online bei weitem nicht so viele Informationen über ihn gab, erkannte Lockley großes Potenzial in der Geschichte und beschloss, einen Roman zu schreiben, der laut ihm viele erfundene Elemente umfasste, die von tatsächlichen Beweisen umgeben waren. Dieses Projekt blieb jedoch nach der Geburt seines ersten Kindes unvollendet. Einige Jahre später griff er die Idee wieder auf und verwandelte sie in ein Abschiedsjournal für einen in den Ruhestand gehenden Kollegen. Und im Faktenteil des japanischen Buches steht Folgendes drin. Also, laut der Überlieferung einer Familie, die behauptet Nachkommen der Oda-Familie zu sein, soll Yasuke Nobunagas Kopf und Schwert aus dem Honnoji-Tempel gebracht haben, um zu verhindern, dass sie in die Hände des Feindes fallen. Diese Anekdote über Nobunagas Kopf stützt sich auf die Behauptung, dass mit Yasukes Hilfe eine Totenmaske von Nobunaga geschaffen wurde, was in der japanischen Tradition unüblich ist. Also geht es bei dieser Oda-Familie um eine Familie, die behauptet, Nachkommen der Oda-Familie zu sein. Und diese Story basiert darauf, dass mit Hilfe von Yasuke die Totenmaske von Nobunaga geschaffen wurde, was in Japan eigentlich sonst gar nicht gemacht wird. Außerdem geht es noch ein bisschen weiter. Diese Aussage weist einige Schwäche dar. Erstens wird in keiner Quelle erwähnt, wo sich Nobunagas Kopf befand und was mit ihm geschah, unabhängig davon, ob Yasuke beteiligt war oder nicht. Zweitens dürfte die Flucht aus einem brennenden Tempel, der vor einer Vielzahl feindlicher Soldaten umringt war, äußerst schwierig gewesen sein, selbst ohne die zusätzliche Aufgabe, zusätzlich zu den eigenen Waffen auch noch einen menschlichen Kopf, der erstaunlich groß und schwer zu handhaben ist, zu transportieren. Also, Lockley selbst sagt in der japanischen Version, dass das Wegtragen des Kopfes sehr unwahrscheinlich ist.
aber in seinem englischen Buch wird das wie Fakt erzählt. Somit auch die genannten Zeitungen und unzählige weitere Leute. Und ja, in der japanischen Version ging es um eine Familie, die nur behauptet, Nachkommen der Oda-Familie zu sein. Also eigentlich sehr dubios und überhaupt nicht glaubwürdig. Jeder kann sowas behaupten. Und jetzt zitiere ich noch einmal die englische Version. Also aus der Behauptung der selbsternannten Nachkommenfamilie wurde zur Oda Family Lore, die Überlieferung der Familie Oda. Und eine andere Geschichte bringt ihn mit einer angeblichen Totenmaske in Verbindung, die für Nobunaga gemacht wurde, aber dies ist höchst unwahrscheinlich. Ja, aber diese andere Geschichte wird ja auch sehr wahrscheinlich von derselben Familie erzählt. In der englischen Version wird es jedenfalls so dargestellt, dass diese Aussage sehr glaubhaft ist. Würde man die Fakten aus der japanischen Version beibehalten, hätte er den Kopf nicht mitnehmen können, also Yasuke, und die Flucht wäre weniger spannend gewesen. Übrigens, diese Totenmaske wird im Museum dieser Nachkommenfamilie ausgestellt und das Museum sieht so aus. Und diese Maske wurde bisher noch nie wissenschaftlich untersucht. Also wie vertrauenswürdig diese ganze Geschichte dieser Familie ist, könnt ihr ja natürlich selbst entscheiden. Also ja, das und viele weitere Elemente der Storyline in dem englischen Non-Fiction-Roman basieren sehr häufig auf Vermutungen, Einschätzungen und ja, kreative Freiheiten des Historikers und des Autors. Übrigens ist Lockley nicht die einzige Quelle, die für die Weitererzählung von Yasukes Legende genutzt wird. Es sind auch noch einige einflussreiche Influencer, die auch Videos zu Yasuke posten. Eins davon ist zum Beispiel Shogo vom wirklich beliebten Kanal Let's Ask Shogo. He was defeated and caught, but was released due to his loyalty. Er sagt hier, dass Yasuke nach dem Tod von Nobunaga gefangen, aber wegen seiner Loyalität freigelassen wurde. Das findet man in keiner Quelle. Und die Wahrheit sieht so aus. Also er durfte gehen, weil Akechi Mitsuhide Folgendes gesagt hat. Der schwarze Mann ist ein Tier, das nichts weiß und auch kein Japaner. Daher soll er nicht getötet werden. Quelle: Jahresbericht der Jesuiten über Japan. Und ja, das, was Shogo sagt, ist weit entfernt von der Realität. Er gibt keine Quelle an. Und bei solchen historischen Fakten wäre es natürlich angebracht zu sagen, zu erwähnen, wo was steht und woher die Information kommt. Kommen wir mal kurz zu dem Thema, ob Yasuke ein Samurai war oder auch nicht. Lockleys Bücher sagen natürlich, ja klar, Yasuke war ein Samurai. Aber es wird in letzter Zeit oft gestritten, ob Yasuke wirklich ein echter Samurai war oder auch nicht. Denn es gibt auch natürlich ein paar Samurai oder Krieger ausländischer Abstammung, aber sie alle, außer Yasuke, haben einen Familiennamen bekommen. Also nach dem Prinzip, dass alle einen japanischen Familiennamen erhalten, war Yasuke kein Samurai gewesen. Bei ihm gab es nirgends eine Quelle, dass er überhaupt einen Familiennamen bekommen hat. Und nur weil er ein Schwert bekommen hat und Schwerter für Nobunaga tragen durfte, heißt es noch lange nicht, dass er ein Samurai war. Ob er in der Schlacht gut war, ist auch nicht klar zu erkennen, weil die verlässlichen Quellen nur von 2 Schlachten erwähnen. Ganz schlecht kann er aber nicht gewesen sein, weil er bei den beiden zumindest ja überlebt hat. Lockley schreibt in seiner Dissertation The Story of Yasuke, Nobunaga's African Retainer folgendes. Diese habe ich auch bei mir, mit Hilfe der Nihon University. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Nihon University für die Kooperation, für die Unterstützung. Nihon Daigaku arigatou gozaimasu. Yasukes Erwähnung im Jahr 1582 im Tagebuch von Matsudaira Ietada, Band 2, ist der erste Hinweis auf den Samurai-Status einer nicht-japanischen Person. Und als Anmerkung, es sei darauf hingewiesen, dass im Jahr 1581 das Konzept des Samurai noch nicht als Kaste im Gesetzbuch verankert war, wie es später der Fall sein würde. Es bedeutete einfach einen höher gestellten Krieger, der mit einem Herrn verbunden war und ein Lehen als Stipendium erhielt. Also ja, natürlich habe ich das Tagebuch von Matsudaira Ietada über die Zentralbibliothek von Japan bekommen und diese durchgelesen. Dort steht Folgendes drin. Was anderes über Yasukes Position ist im gesamten Tagebuch nicht zu finden.
Nobunaga wurde von einem schwarzen Mann begleitet, der ihm vor einem Missionar übergeben wurde, dem er Unterstützung gewährt hatte. Er war etwa 1,82 groß, mit einem Körper wie Tinte und sein Name war Yasuke. Unterstützung gewährt. Das kann alles heißen. Belohnungen, also Geschenke erhalten, wie Geld, Schwert und ähnliches. In einer anderen Quelle, die ich auch gelesen habe, steht auch, dass er auch ein Haus bekommen hatte. Nur Yasuke ist natürlich nicht der Einzige, der belohnt wurde. Es gibt noch viele andere, die außerhalb der Schlachten mit großen Preisen honoriert wurden, wie zum Beispiel die Teilnehmer der Sumo-Kämpfe. Nobunaga liebte Sumo. Hier ein paar Quellen. Hier steht drin, dass Nobunaga am 3.3.1570 Sumo-Kämpfe stattfinden ließ und Namazoe Hidekuni und Aochi Uesaemon haben gesiegt und diese beiden wurden von Nobunaga eingestellt. Sie bekamen jeweils ein großes Schwert, ein Kurzschwert und noch den Titel bzw. die Aufgabe des Sumo-Senats. Ein paar Jahre später ein weiterer Eintrag, 29. Februar 1578. Da ließ Nobunaga 300 Leuten bei Sumo kämpfen und 23 kamen zu den stärksten Kreisen und alle 23 wurden belohnt. Ebenso am 6.8.1579 gibt es in einem weiteren Eintrag, dass Nobunaga am Schloss Azuchi Sumo-Kämpfe stattfinden ließ. Shorin war äußerst erfolgreich, daher wurde er auch eingestellt und beim Sieg im nächsten Jahr bekam er als Belohnung 50 Goku Reis. Das ist ungefähr 7 Tonnen, ganz schön viel. Shorin kämpfte beim Zwischenfall am Honnoji gegen Akechi Mitsuhides Truppe und kam dabei ums Leben. Also es gab zumindest mehrere, die so ähnlich behandelt wurden wie Yasuke, aber die erwähnten Sumo-Teilnehmer hier hatten bereits Familiennamen. Also alle außer Yasuke hatten einen Familiennamen. Und Yasuke hat bis zum Schluss keinen Familiennamen bekommen. Und wie gesagt, wenn man nach der Definition geht, dass alle Samurais einen Familiennamen haben müssten, war er kein Samurai. Allerdings wurde er auch wie gesagt ähnlich behandelt wie die anderen Namensträger. Somit könnte man seine Position auch als gleichwertiges sehen. Und vor allem ist das auch schwierig, weil zu Yasukes Lebzeiten einfach keine Definition dafür gab. Denn alle anderen Samurai mit nicht japanischer Abstammung, die alle einen Namen bekommen haben, kamen später. Also es ist einfach unklar. Es ist einfach nicht richtig zu sagen, er war hundertprozentig ein Samurai oder auch er war hundertprozentig kein Samurai. Nur Akechi Mitsuhide hat Yasuke nur als ein Tier bezeichnet, das nichts weiß. Daher ist es auch gut möglich, dass nicht viele von Yasukes höherer Position gewusst hatte. Aber auch da gibt es keinen Beweis. Und nachdem das Internet sehr viel darüber diskutiert hat, hat Lockley im Interview von Japan Times Folgendes gesagt. Damals wurde der Status eines Samurai auf andere Weise definiert. Ob Yasuke jemals feierlich mit den Rechten, Privilegien und Pflichten eines Samurai ausgestattet wurde, ist ungewiss. Er wurde jedoch als Tono, wörtlich Herr oder Meister, angesprochen, erhielt ein Stipendium von Nobunaga und trug Nobunagas Waffen, was an sich schon ein Rang von immensem Ansehen für diese Zeit war. Nur leider gibt es nirgends eine Quelle, die besagt, dass er mit Tono oder Dono angesprochen wurde. Die einzige Quelle, in der Tono im Zusammenhang mit Yasuke vorkommt, ist das Gerücht, dass irgendwer gesagt hat, dass Nobunaga ihn zum Tono machen könnte. Also Position und nicht Anrede. Und das müsste eigentlich Lockley auch wissen, weil diese Quelle wird ja auch im japanischen Buch angegeben und das müsste er gesehen haben. Außerdem sagt er, es gibt kein Dokument, das besagt, dass Yasuke ein Samurai war, aber es gibt auch kein Dokument, das besagt, dass jemand anders ein Samurai war. Und das schockiert mich auch ehrlich gesagt ein bisschen. Also als Historiker wäre es sehr verantwortungslos zu sagen, es gibt keinen Beweis dafür, also nenne ich Yasuke einfach Samurai. Ein Wissenschaftler müsste eigentlich sagen, es gibt keine Hinweise oder Beweise dafür oder dagegen. Daher kann man nicht klar sagen und nicht, dann behaupte ich einfach, dass etwas Fakt ist. So funktioniert Wissenschaft nicht. Nicht wirklich. Und in diesem Interview heißt es auch noch so:
Am aussagekräftigsten für Lockley ist jedoch, dass kein angesehener japanischer Historiker Zweifel an Yasukes Samurai-Qualifikationen geäußert hat, einschließlich Sakujin Kirino, der als Faktenprüfer für African Samurai diente und einer der führenden Experten des Landes für den Honnoji-Vorfall von 1582 ist, bei dem Yasuke anwesend gewesen sein soll. Also der Sakujin Kirino wird als Fact-Checker, Faktenprüfer erwähnt, ein Gastwissenschaftler der Musashi Universität, Institut für politische Ökonomie. Als er auf Twitter öffentlich gefragt wurde, ob er als Fact-Checker agiert hat, antwortet er so. Zu Ihrer Frage. Anlässlich der Veröffentlichung der japanischen Ausgabe von Thomas Lockleys Buch Nobunaga und Yasuke, Ota Publishing, im Jahr 2017 bat mich die Übersetzerin Yuko Fuji um eine Durchsicht und meine Meinung. Ich habe daraufhin ein paar Anmerkungen gemacht. Es war nichts so Großes wie eine Faktenprüfung. Also er war kein Faktenprüfer. Im japanischen Buch wird sein Name auch erwähnt, da sich die Übersetzerin bei ihm dafür bedankt, dass er ihre Fragen beim Übersetzen beantwortet hat. Nicht als Faktenprüfer. Auch das müsste Lockley eigentlich wissen. Er kann Japanisch und Englisch super gut. Irgendwie wurde auch da die Tatsache verdreht. Hier ein kleiner Nachtrag. Die Aussage über Sakujin Kirino, dass er als Faktenprüfer agiert hat, wurde vom Artikel gelöscht. Immerhin wurde hier der Fehler korrigiert, nachdem Herr Kirino klar gesagt hat, dass er kein Faktenprüfer war. Auch das spricht nicht unbedingt für die Glaubwürdigkeit dieses Historikers Thomas Lockley, denke ich. Und ja, Punkt 3, Lockley-Fragen. Nach der Erscheinung des Romans hat er vieles im Interviews erzählt, auch wenn viele seiner Aussagen nur Vermutungen waren. Allerdings wurde das von Medien oft als Fakt weitererzählt. In der japanischen Version steht auch Folgendes drin, also im Autorenkommentar. Es war voller widersprüchlicher und ungenauer Beschreibungen. Es gab auch Situationen, in denen schwierige Entscheidungen getroffen werden mussten oder in denen ich gezwungen war, eine Fantasie zu nutzen, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr gebraucht hatte. Und die Übersetzerin sagt, es gibt nur wenige Hauptquellen über Yasuke. Dieses Buch verbindet die wenigen historischen Fakten und nimmt dabei bewusst auch historische Quellen mit geringer Glaubwürdigkeit in die Untersuchung auf, um das rätselhafte Leben des schwarzen Samurais, der einem ungewöhnlichen Schicksal folgte, zu erforschen. Es ist ein ambitioniertes historisches Sachbuch. Eine Hypothese wurde aufgestellt, wie auch im Buch beschrieben, ist dies eine wahre Arbeit eines Geschichtsdetektivs. Warum konnte ein einfacher schwarzer Sklave unter den Pagen, die von Oda Nobunaga ausgewählt wurden, seinen Dienst ohne Makel erfüllen? Eine mögliche Antwort auf diese Frage wird präsentiert. Und ja, in einem Artikel im Japan Times heißt es ja auch, recherchebasierte Vermutung. Ursprünglich hatte er in der Nihon University seine Dissertation über Yasuke abgegeben und das habe ich auch schon einmal erwähnt. Und das ist eigentlich die Grundlage von Lockleys Arbeit gewesen, also der Urgestein. Das hat auch nur so 31 Seiten, somit auch nicht so schwierig, das komplett durchzulesen. Wie gesagt, es gibt einfach nicht viele echte Quellen, die was über Yasuke erzählen. Diese können ja noch schneller durchgelesen werden als diese Dissertation, weil die Quellen habe ich ja schon vorhin gezeigt. Zum Beispiel steht in seiner Arbeit sowas drin. Akechi sagte, Yasuke sei nur ein Tier, das nichts weiß, und außerdem sei er kein Japaner, also sollte man ihn auch nicht töten. So nahmen sie ihn mit in die Kirche von Kyoto, wo die Jesuiten ihn besänftigten und Gott dafür dankten, dass er verschont geblieben war. Dies ist das Letzte, was wir in der schriftlichen Überlieferung von Yasuke hören, aber es gibt noch 3 weitere Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können. Erstens, dass die Missionare Yasuke wohlgesinnt waren. Zweitens, dass dies darauf hinweist, dass er zu dieser Zeit kein Muslim war. Und drittens, dass er während seiner Zeit im Dienst von Nobunaga nicht alle Verbindungen zu den Jesuiten abgebrochen hatte. Dennoch hat der historische Roman, der in den USA erschienen ist, sehr viele Details über sein Leben danach erzählt. Zum Beispiel auch, dass er auf der Insel Kyushu Kanonen gesteuert und für den christlichen Daimyo Arima Harunobu gekämpft hat und ähnliches.
Und natürlich nehmen viele dieses Buch als Quelle, da es glaubwürdig scheint und es wird ja nicht als Fiktion verkauft, sondern als Wahrheit. Und in seiner Dissertation steht auch sowas drin. Yasuke wird in keiner anderen Quelle als Artillerist, einem hochqualifizierten Beruf, erwähnt. Es ist anzunehmen, dass sich dies auf einen anderen Mann bezieht. Also er hat diese Theorie schon als unwahrscheinlich bezeichnet, aber dennoch ist das im englischen Buch drin und es klingt einfach wie eine Tatsache. Aber wie bei der Samurai-Sache taucht auch hier die Frage auf, ist es okay, etwas als Fakt darzustellen, wenn es keinen konkreten Beweis dafür oder dagegen gibt? Hat man da diese Freiheit als Wissenschaftler? Und wie gesagt, sowas steht ja auch in der Dissertation drin. Von indicated a higher status warrior connected to a master war in keiner Quelle die Rede. Also auch diese Arbeit war nicht ganz wasserdicht. Jedenfalls wurde bei dem englischen Buch sehr vieles ergänzt, basierend auf Vermutungen, die aber als Fakt verkauft wurden. Im Jahr 2023, ein paar Jahre nach dem Erscheinen des historischen Romans, hat Lockley einen Artikel veröffentlicht, der auch von der Nihon University überprüft wurde, und dieser Text ist im japanischen Lehrbuch Tsunagu Sekaishi, die verbindende Weltgeschichte, erschienen. Habe ich auch natürlich gekauft. Sein Text ist auch relativ kurz. Da steht sowas drin. In dieser Zeit waren die Grenzen zwischen Samurai und anderen sozialen Schichten unklar, und obwohl es Diskussionen darüber gibt, ob Yasuke wirklich ein Samurai wurde, wird angenommen, dass er zumindest in seinem Leben zweifellos als Vasall von Nobunaga angesehen wurde. So, was sehen wir hier? Hier ist er sich nicht sicher, ob Yasuke ein Samurai war oder auch nicht. Total anständig. Denn es gibt ja einfach keinen Beweis dafür oder dagegen. Und an einer anderen Stelle sowas. Mitsuhide sah ihn und ließ ihn frei, weil er sagte, er sei nur ein Tier, das nichts weiß. Yasuke wurde zu den Jesuiten geschickt, die in der Kirche von Kyoto lebten und Yasukes früheren Herren waren. Die Jesuiten freuten sich sehr über Yasukes Freilassung. Dies ist die letzte Aufzeichnung über Yasuke. Also hier sagt er wieder, das ist die letzte Aufzeichnung. In anderen Worten, alles weitere hat keine Beweise, es gibt einfach nichts mehr. Aber was steht denn alles so im englischen Buch drin? Das, was Yasuke danach gemacht hat, basiert auf etwas, was man nicht sehen kann, was man nicht lesen kann, was nicht aufgezeichnet wurde. Ja, nachdem sehr vieles auf Englisch verbreitet wurde, sagt Lockley 4 Jahre später auf Japanisch, was aus Yasuke später geworden ist, weiß man gar nicht, weil da gibt es keine Aufzeichnung. Am Ende schreibt er im Abschnitt Yasuke von heute, dass Yasuke als heldenhafte Existenz neugeboren wurde und auch, dass er als Hauptcharakter von einer Biografie mit Fiktionselementen, einem Roman, Theaterstück, Manga oder einer Netflix-Anime-Serie und vieles mehr dargestellt wird. Dieser Artikel endet damit, dass die Geschichte von Yasuke jetzt erst angefangen hat und dass seine Story noch neu umgeschrieben werden könnte. So frage ich mich jetzt, wer hatte wohl den stärksten Einfluss gehabt, dass Yasuke als Held gefeiert wurde? Und wer könnte der Autor sein, der eine Biografie mit fiktiven Elementen rausgebracht hat? Ich habe absolut keine Ahnung. Und dass die Story neu umgeschrieben wird, das ist schon in den letzten Jahren passiert. Meiner Meinung nach doch mit zahlreichen fiktiven Elementen, basierend auf Vermutungen und gewagten Thesen, ohne Quellen, verpackt in einem gut verkauften Buch. Also ich weiß aktuell absolut nicht, was aus dem Thema wird und welche Wahrheit am Ende weitererzählt wird. Aber auf der Recherche habe ich gesehen, wie neue Geschichten entstehen, wie Fiktion oder Vermutung als Fakt weitererzählt wird. Und dass das irgendwann so glaubwürdig wird, dass kaum jemand mehr daran zweifelt. Und am Ende eine kurze Zusammenfassung. Sehr viele Informationen über Yasuke im Internet oder in Büchern sind oder waren nicht richtig. Es gibt einfach zu wenig verlässliche Quellen über ihn. Man weiß nicht, ob er ein Samurai war oder nicht. Er war definitiv kein legendärer Samurai gewesen, aber er war auch keine unwichtige Person.
denn sonst würde gar keine Aufzeichnung über ihn mehr existieren. Also prinzipiell finde ich es gut, dass neu entstandene Heldengeschichten dafür gesorgt hat, dass sich mehr Leute für Japan, für diese Ära und auch für die ganze Krieger-Samurai-Geschichte interessieren. Das ist wirklich eine große Leistung und das ist echt nicht einfach zu erreichen. Aber wenn Fiktion als Non-Fiction verkauft wird, fühlt es sich schon ein bisschen komisch an, finde ich. Was meint ihr? Mir macht es auf jeden Fall Spaß, diese ganzen Lektüre, diese Zeiten zu lesen. Also die Bücher waren ehrlich gesagt überhaupt nicht günstig und einige waren auch echt schwierig zu bekommen. Und einige der Artikel waren auch nur kostenpflichtig zu lesen, aber hey, was macht man nicht alles für den Forschungsgeist? Und für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bei der Arbeit ist mir aufgefallen, dass bei dem bekannten Bild von Nobunaga, also da sieht Nobunaga irgendwie so aus, als würde er so richtig schnell hin und her sausen, wie bei den Cartoons, so mit ganz vielen Beinen. Aber abgesehen davon bin ich sehr gespannt darauf, wie das Game Assassin's Creed Shadows wird und was für eine Heldengeschichte da erzählt wird. Ich freue mich sehr drüber. Und danke, dass ihr so lange zugehört habt und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch und hinterlasst auch ein Abo da. Das würde mich richtig happy machen. Und natürlich möchte ich auch gerne wissen, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Und ja, schreibt natürlich sowas ins untere Kommentarfeld hinein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Japanische Geschichte erzählen ist ziemlich einfach. Oder?